I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. Und damit herzlich willkommen zu unserem 23. Video. Heute fährt die Murmel 1 in den USA. Es hat lange gedauert. Hier gab es eine große Bachelorarbeit für mich zu schreiben. Jetzt ist sie rum und das heißt, jetzt geht es wieder weiter mit unserem Murmel 1 Format. Ich habe im Hintergrund, ich sitze ein bisschen da vorne, habe hier die Strecke über meinen Hut gebaut. Haben wir die Strecke hier im Hintergrund, ihr könnt sie schon sehen. Und ich habe mich mal für ein neues Intro entschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bei der Season 2 wird sich sowieso einiges ändern. Deswegen jetzt mal die Chance hier zu schreiben, was kann man besser machen, was gefällt euch gut und was kann man dann für die Season 2 übernehmen. Deswegen heute fahren wir 10 Runden, Reihenfolge Red Bull, Ferrari, Lotus und dann die Mercedes. Und dann würde ich sagen, starten wir in das Rennen. Wir haben lang genug gewartet und legen hier los. So, ich blende euch oben immer die richtige Reihenfolge ein und dann gehen wir in die Runde 1. Schau mal, was hier passiert. Ihr seht da oben die 2 Ebenen, die wir haben und dann hier ein neues Teil unten links. Ihr habt es vielleicht im Intro schon gesehen, da pendeln die Kugeln ein bisschen hoch und nach unten und hier sehen wir auch bei den neuen Schienen so diese Hin- und Her Kurven, die mir dann nochmal neue Möglichkeiten geben. Insgesamt hier ein bisschen mehr Spannung bei den Überholmanövern reinzubringen. Deswegen habe ich mir die liefern lassen. Die sieht man ja auch gerade in ganz vielen YouTube-Videos von anderen Gravitrax-Leuten, dass es die jetzt gibt. Also richtig toll, hat mich total begeistert. Die Kugeln können da schnell rein, langsam rein, die fallen da nicht raus. Und hier kann man richtig schön sehen, unten links in der Passage, wie sich Mercedes hier auch kurzfristig auf Platz 1 vordrängelt. Und jetzt hier bei ein paar Plätze verliert, sowohl dann Ferrari auch als dann Lotus. Lotus geht jetzt hier in Führung. Ferrari 2., Red Bull 3. und Mercedes nur noch 4. Und wir gehen in die 3. Runde rein. Und deswegen habe ich da die Möglichkeit jetzt eben bei den Schienen ein bisschen mehr Überholmanöver einzubauen, beziehungsweise ein bisschen zu bestimmen, welche Strecke soll wie schnell sein. Jetzt können wir hier unten links mal aufs Pendel gucken. Da wird jetzt Lotus an Ferrari vorbeiziehen und auch Red Bull an dem Mercedes. Das ändert sich jetzt aber hinten wieder auf diesen langen Geraden. Da geht Ferrari in Führung. Wir gucken mal, ob noch jemand vorbeiziehen kann. Mercedes zieht ganz knapp an Lotus vorbei. Red Bull ist letzter. Und dann geht es in die 4. Runde. Und dann sind wir mal gespannt. Das hier ist Rennnummer 23. Ich habe es mir ausgerechnet. Danach kommen noch 24, 25 und 26 wird das letzte Rennen sein. Dann sind wir mit der Season 1 durch. Dann wissen wir, wer hier Weltmeister wird. Also jetzt geht es darum, hier ordentlich Punkte zu sammeln. Für Lotus sieht schon ganz schlecht aus. Aber wenn die heute schlecht abschneiden, dann wird das schon ganz eng überhaupt noch aufs Podium dann zu kommen. Für die Weltmeisterschaft. Da sind wir mal gespannt, wie das Rennen jetzt hier ausgehen wird. Punkte sind natürlich immer gleich. Erster Platz kriegt 5 Punkte. Der zweite 3, der dritte bekommt 2 Punkte und der letzte 1. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und dann schauen wir mal. Wir haben auch hier von diesen kleinen Trichtern, die ihr da sehen könnt, haben wir jetzt noch mehr bekommen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal eine Strecke bauen. Oh, hier ist Ferrari hängen geblieben, muss man kurz unterbrechen. Wird aber dann aufgesammelt. Von den anderen beiden fällt er sich aber kurzfristig auf den letzten Platz zurück. Muss halt nicht schlecht sein, weil sie haben dafür hier jetzt eine schöne, schnelle Strecke hinter dem Lotus und ziehen dann auf Platz 2 wieder nach vorne. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Aber da ging es gerade um die Punkte für die Weltmeisterschaft. Und nächste Saison fahren wir dann mit 8 Kugeln statt 4. Ich habe 8 verschiedene Farben dort. Bei Grün und Blau muss man mal gucken, ob man die gut unterscheiden kann, rein farblich. Da muss ich mit der Kamera ein bisschen näher rangehen. Aber das kriegen wir alles hin. Und dann haben wir da 8 verschiedene Kugeln mit 8 verschiedenen Formel 1 Teams. 4 größeren Strecken und einem neuen Lift, der wird die nächsten Tage kommen. Da können wir den dann doppelt befahren und dann geht es in den Lift immer mit 8 Kugeln gleichzeitig rein. Das wird mega geil werden, da freue ich mich schon richtig drauf. So, 7. Runde. Lotus jetzt hier leicht in Führung, Mercedes ist auf dem 2.
Mercedes Dritter. Man kann auch auf den transparenten Ebenen überholen. Das ist nicht ganz leicht, da muss schon eine Kugel hängen bleiben. Und jetzt einmal hier die beiden Zweiergrüppchen. Ferrari zieht noch am Mercedes vorbei. Und dann geht es wieder in die letzte Passage rein. Also Red Bull und Ferrari sind ja die beiden WM-Führenden, die doch relativ weit vorne sind. Mercedes braucht ein paar wichtige Punkte, um noch eine Rolle zu spielen. Und Lotus, wenn die nicht Erster werden, dann sieht es schon ganz düster aus, noch für die WM. Aber es sind ja noch 3 Runden, da kann noch eine Menge passieren. Red Bull hat hier einen soliden Vorsprung. Und die anderen 3 ein bisschen hinten. Ja, der Lotus kann dann eine kleine Abkürzung nehmen, zieht dann vorbei. Jetzt muss man gucken. Bleibt auch trotz diesem Pendel vorne, aber der Red Bull ganz dicht am Mercedes dran, wird jetzt hier bestimmt vorbeiziehen können, so ist es. Und geht auf Platz 1, Lotus 2., Ferrari 3., Mercedes 4. in die vorletzte Runde rein. Und ich sehe gerade, ich habe mich vertan. So ein Blödsinn, wir haben 12 Runden, Leute. Ich weiß nicht, wie ich auf 10 komme. Sorry, fühlt euch nicht verarscht. Es sind 12 Runden. Ich muss ja immer durch 5 Minuten teilen. 12 Runden, also sind es doch noch. Jetzt habe ich hier künstlich Spannung aufgebaut. Mann. 9. Runde sind wir von 12. Und dann geht es weiter. Red Bull ist jetzt Erster. Also ihr seht, es wechselt jede Runde hin und her. Wichtig ist, wer in der letzten Runde ganz vorne ist. Und wir haben ja jetzt noch 3 Runden. Ist nicht die letzte, Runde 12 wird die letzte sein. Damit das hier auch fair zugeht. Und jetzt konnte man kurz sehen, wie der Mercedes hier schön an die Ferrari rankam, nicht ganz vorbeigekommen ist, aber doch gut rangezogen ist. Kann jetzt hier den Lotus verdrängen, bounce den da ein bisschen von der Strecke. Jetzt haben wir hier die Zweiergrüppchen. Und gerade Ferrari und Red Bull, die jetzt gerade vorne sind, sind auch die in der WM vorne sind. Also die würden ihren Vorsprung deutlich damit ausbauen, wenn sie den Vorsprung halten können. Und könnten dann die WM-Kampf unter sich ausmachen, würden damit Lotus schon mal aus dem Kampf rauskicken sozusagen. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger für Lotus. Oh, die ziehen hier sogar an dem Ding kurz an Red Bull vorbei und dann doch wieder den Platz hergeschenkt. Ein komplettes Durcheinander. Ziehen jetzt hier am Mercedes wieder vorbei, sind jetzt trotzdem da ein bisschen weit hinten dran. Dafür, dass die ganz dringende WM-Punkte brauchen. Mercedes kann jetzt vielleicht hier an den Lotus vorbei. Ganz knapp schafft er das. Und dann geht es jetzt in die letzte Runde. Jetzt werden die Punkte verteilt, Leute. 12. Runde. Ferrari und Red Bull sind ganz vorne in der WM. Die könnten mit vielen Punkten hier einen ganz großen Schritt machen. Und es sieht im Moment sehr gut für die beiden aus. Jetzt hier in das Pendel kann Red Bull vorne bleiben und Ferrari ganz knapp. Keiner stößt sich da bei dem Pendel weg. Also ganz wichtige Geschichte. So, wer wird das Ding gewinnen? Es sieht gut aus für Ferrari. Werden Erster, Zweiter. Wird Lotus schiebt sich noch am Red Bull vorbei und Mercedes wird Dritter. So. Das war jetzt am Ende mal richtig knapp. Ich blende euch jetzt hier einmal das aktuelle Leaderboard ein und dann gucken wir uns einmal das Podium an. Also Ferrari hat gewonnen, kriegt 5 Punkte, hat jetzt 67, Red Bull 2 Punkte mit 65, verliert damit die Führung, sitzt nur noch Zweiter, Mercedes mit 59 abgeschlagen und mit nur noch 3 Rennen ist Lotus aus dem WM-Kampf raus, kann nicht mehr als 10, also nur noch 9 Punkte sammeln, es sind 10 Rückstand. Damit machen es jetzt nur noch die oberen 3 und dass ich aus dem Mercedes muss echt gucken, dass sie da jetzt noch ein paar Punkte zusammenbekommen, um dort bei den nächsten 3 Rennen, die werden übrigens sein, als nächstes kommt Mexiko, dann kommt Brasilien, dann kommt Abu Dhabi, dass sie da bei der WM noch eine Rolle spielen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Ganze, lasst mir ein Like da, könnt subscriben und die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, freue ich mich drüber und dann sehen wir uns beim beim Mexiko Grand Prix. Das Video ist schon fertig, ich werde es direkt jetzt direkt danach aufnehmen und es kommt dann so in 3-4 Tagen, sehen wir uns und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao!